Und jetzt für alle Autofans, schnallt euch an. Ich habe hier was so Geiles entdeckt in Melbourne. Viel Spaß, Film ab. Boom, und reingezaubert ins Video. Ja, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video aus dem schönen, sonnigen Australien. Heute auch mal ohne Cap. Einfach weil die Sonne würde mein ganzes Gesicht verdunkeln und ihr wollt mich natürlich auch sehen. Hoffe ich natürlich. Und ja, willkommen zum nächsten Video. Ich lebe jetzt hier schon ungefähr 2 Wochen in Melbourne und wollte euch heute mal ein paar Highlights zeigen, was ich so erlebt habe. Ich wollte auch noch ein paar Worte verlieren über meine Zeit in Perth, weil ich habe da ja so ungefähr 3 Monate gelebt und man ist natürlich dann schon, man hat sich eingelebt, man hat da seine Freunde, seine Arbeit, man kennt die Stadt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ich kannte mich voll gut aus und dann geht man so relativ schnell, bin ich halt nach Melbourne gekommen, so es ging alles sehr schnell innerhalb von einer Woche und dann verlässt man wieder so ein bisschen seine Komfortzone und das ist natürlich immer wieder eine große Umstellung. Man kommt in ein neues Hostel, neue Leute, eine neue Stadt. Und Melbourne ist halt auch riesig und da muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Deswegen ja, war es wieder auf jeden Fall ein neuer Start und eine neue Erfahrung auf jeden Fall. Ja, Melbourne war auch so ein Ort hier in Australien, der mich tatsächlich am meisten gereizt hat oder am meisten interessiert hat. Deswegen freue ich mich auch gerade hier zu sein aktuell. Melbourne hat so ungefähr 5 Millionen Einwohner und es ist wirklich riesig. Also Menschenmassen. Das erste Mal, dass ich auch in so einer großen Großstadt lebe, weil ich sag mal Perth waren so 2,5 Millionen Einwohner und auch alles selber weite Strecken. Und auch Melbourne ist einfach von der Breite so groß, also vom einen Ende zum anderen Ende zu fahren mit dem Auto sind 1 bis 2 Stunden. Also ganz andere Dimensionen, wie es wir sagen wir mal aus dem Europa kennen. Aber ich würde sagen, wir haben genug geschnackt. Wir gehen jetzt mal aufs Rooftop. Ich war nämlich auf einem Skydeck hier in Melbourne. Da schauen wir uns die City mal ein bisschen von oben an. Man kann hier wirklich bis zum Horizont schauen und alles, was ihr hier seht, das ist alles Melbourne, also sind alles Stadtteile von Melbourne, also wirklich soweit das Auge reicht. Für alle Leute, die gerne in dieser Höhe arbeiten würden, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Da unten ist der Albert Park, um den See drumherum geht die Formel 1 Strecke und genau da springen wir jetzt hin. Let's go! Ich stehe hier tatsächlich wirklich auf der originalen Formel 1 Strecke. Also hier petzen die Formel 1 Autos immer lang. Ist eigentlich hier unvorstellbar, weil es gar nicht so danach aussieht. Und dann, wenn hier Formel 1 ist, da sind hier natürlich ganz hohe Barrikaden und so. Aber es fühlt sich schon cool an, hier über die Straße zu laufen. Ich stehe hier jetzt auch nochmal an einer der schnellsten Passagen im Formel 1 Rennen. Das ist quasi hier hinter mir die Straße.
quasi hier dann auch direkt an dem See gelegen. Und auch hier eine wunderschöne Aussicht auf die Skyline. Ganz viele Segelboote hier, also wirklich wunderschön. Und natürlich hier bestes Sonnenwetter. Hier sind wir jetzt auch nochmal hautnah dran. Also das ist dann hier quasi wirklich diese schnelle Passage. Die geht dann hier einmal so um die Kurve drumherum. Und hier ist es wirklich übel kalt und windig. Ja, und ich war halt als kleiner Kind wirklich ein riesen Formel-1-Fan. Ich verfolge es immer noch, deswegen ist es für mich hier schon besonders, auch mal hautnah an der Strecke hier zu sein. Schwarze Schwäne, so wie es aussieht. Hier zum Abschluss nochmal natürlich die Boxenausfahrt und das Siegerpult und einfach die Start- und Ziellinie. Es ist einfach ein Traum, als Formel-1-Fan hier drüber zu laufen. Die Boys hier spielen Australian Football. Das ist so ein Mix aus American Football und Rugby. Und keine Ahnung, der Schiri pfeift die ganze Zeit und es ist ein rundes Spielfeld. Also ich blicke hier selbst noch nicht so durch. Und jetzt für alle Autofans, schnallt euch an. Ich habe hier was so Geiles entdeckt in Melbourne. Viel Spaß, Film ab. Boom. Also das war der absolute Burner. Ich war da mit einem Kumpel aus dem Hostel, mein Roommate. Und wir wollten da eigentlich zum Strand, zeige ich euch auch noch gleich. Und dann laufen wir da so lang und da war eine riesen Carshow. So viel Menschenmassen und die Autos. Oh, es war so geil, sich das anzugucken. Und auch wirklich neue Autos, ne, getuned, alte Autos, die Motorhauben, also keine Ahnung, so viel Stuff. War einfach der Hammer. Hier gehen noch Shoutouts raus an meinen alten Roommate Patrick aus den Niederlanden, mit dem ich hier den Tag verbracht habe und auch am Strand gechillt habe und hier den Asiaten beim Angeln zugeschaut habe. So, kommen wir noch zu meinem aktuellen Job zu sprechen. Ich hatte es ja in meinem letzten Video schon mal angekündigt, dass ich extra nach Melbourne gekommen bin für einen Job. Und es ist einfach daher, ich habe lange nach einem Farmjob gesucht, weil um hier länger bleiben zu dürfen, muss man sein Visum erweitern und da muss man halt 3 Monate regionale Arbeit machen, also auf einer Farm zum Beispiel oder irgendwo, wo es halt zählt für regionale Arbeit. Das hängt mit diesen Postleitzahlen zusammen hier in Australien. Und ich habe hier einen Job auf einer Insel in Melbourne und der zählt für diese 88 Tage, die man arbeiten muss. Ja, der Job auf der Insel ist noch ein bisschen so eine Überraschung. Das kommt nämlich in dem nächsten Video. Was ich hier in den ersten 2 Wochen in Melbourne gemacht habe, war auch schon für die Firma. Wir haben halt für große Messen
und große Hallen halt diese ganzen Möbeln rein und rausgetragen und haben den Teppich den Boden mit Teppich verlegt. Und das ist auch wirklich riesen Events. Also das waren auch teilweise Konzerte und so, glaube ich, weil da waren so viele Bühnen und so viele Menschen, die da dran gearbeitet haben. Und die Firma macht halt auch die riesengroßen Events, so Pferderennen und Formel 1 ist natürlich dann nächstes Jahr im Frühling. Also wieder natürlich eine aufregende Arbeit hier, finde ich. Ja, das war's wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, teilt gerne das Video, gebt mir einen Daumen nach oben und subscribe den Channel, das würde mich sehr unterstützen. Würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und so lang sage ich, Schmidi, bleibt on Tour.